Honorare bestimmen. Was sollte ich wissen? Bei der Frage in der Kreativwirtschaft, ob ich mich mit Mindestlohn oder einem Honorar auseinandersetze, muss erstmal geklärt werden, in welchem Arbeitsverhältnis befinde ich mich. Bin ich angestellt? Das bedeutet, führt mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin für mich Sozialabgaben ab, also für die Rentenversicherung und die Krankenversicherung. Ist dies der Fall? Dann ist in Deutschland eine Mindestlohngrenze definiert. Und die Selbstständigkeit hat direkten Einfluss auch auf die Definition von Honorargrenzen. Hier ist wichtig zu wissen, dass man sich auf gar keinen Fall an den Untergrenzen vom Mindestlohn orientieren sollte. Im Gegenteil, man sollte ganz klar reflektieren, welche Zusatzkosten kommen denn als Selbstständige für mich hinzu. Ich trage meine Versicherung selber, also meine Krankenversicherung. Ich trage Krankengeld selber, beziehungsweise bekomme einfach keins. Meine Einkommensteuer wird anders angesetzt und in anderen Rhythmen abgefragt. Gegebenenfalls bin ich umsatzsteuerpflichtig. All diese Herausforderungen müssen sich in einem Mindesthonorar in der Selbstständigkeit widerspiegeln. In der Kreativwirtschaft ist man oft in der Situation, dass es sehr schwierig ist, eine Art Stundenlohn zu definieren. Vor allem ist es schwierig, weil nicht geklärt ist, was zum Beispiel in einem künstlerischen Honorar mit inbegriffen ist. Hier wird gesagt, du kriegst 3.000 € und dafür machst du ein Kunstwerk. Da ist aber nicht mit drin, dass man von dem Kunstwerk die fotografische Dokumentation machen soll, das Konzept, dass man es aufbauen soll, dass man es besprechen soll, der Transport, die Versicherung, all diese Überraschungskosten, die dieses Honorar eigentlich zu einem Minusgeschäft machen. Daher mein Tipp, immer ganz genau definieren, welche Aufgaben überhaupt abverlangt werden von einem künstlerischen Studio, damit dieses Honorar sich darstellt. Schönes Beispiel, man hat ein Ankaufshonorar als Stipendium. Das bedeutet, eine Institution kauft ein Kunstwerk für 3.000 €, aber das ist sozusagen auch schon das Stipendium, eigentlich haben sie eine Arbeit gekauft. Hier muss man ganz genau definieren, in welcher unterschiedlichen Form der Kommunikation steht man auch mit der Institution und was wird von mir erwartet, gerade wenn es um Zusatzaufgaben geht, die von deren Seite nicht festgelegt werden. Immer transparent sein und immer doppelt und dreifach nachfragen.